Moinsen, ich begrüße euch an Bord meines Trucks und in meinem Kanal. Und das wird jetzt hier ein neues Kanal-Intro-Video und kein Auf-Achse-Video heute mal, weil ich habe festgestellt, dass mein Kanal-Intro-Video schon ein paar Jahre alt ist und nicht mehr ganz so aktuell. Also was gibt es auf meinem Kanal zu sehen? Also wie ihr jetzt hier bereits bemerkt hattet, ich sitze im Truck und fahre, und das ist etwas, was es viel zu sehen gibt auf meinem Kanal: Fahrvideos, Reisevideos, Auf-Achse-Videos mit dem kleinen und mit dem großen Truck, dann Sightseeing-Videos, weil man fährt nicht immer nur, man guckt auch mal was an zwischendurch, und hin und wieder auch mal ein Einkaufsvideo. Jetzt kommen wir aber zuerst mal zu den Fahrvideos. Die Fahrvideos, da gibt es natürlich die älteren. Da hatte ich noch hier vorne so eine Digitalkamera stehen mit Stativ, und die war also Pixelauflösung noch nicht so sehr gut, und das sind auch die Videos qualitativ nicht ganz so gut, und die sind dann auch meistens ohne Kommentar, und entweder lasse ich sie nur laufen oder manche sind auch mit Musik unterlegt. Und diese älteren Videos, die nennen sich alle irgendwas mit Roadview und eine Nummer dazu, und dann wird noch dazu gesagt, wo die Tour hingeht und so weiter. Na, und diese alten Roadview-Videos, es gibt zum Beispiel eine Playliste an meinem Kanal, die heißt Farbig unterwegs. Das sind die ersten Videos, die ich gemacht habe, die älteren. Da habe ich noch nicht unterschieden zwischen Fahrvideos und Sightseeing-Videos. Und da ist das in der Playlist ein bisschen Mischmasch. Und diese reinen Fahrvideos, die findet ihr in der Playlist Roadview. Dann gibt es noch eine Playlist Roadview 2, da sind dann schon die neueren Videos auch mit dabei, die Auf-Achse-Videos teilweise auch, wo ich hier mit die Kamera, die ich jetzt hier benutze, die am Kopf angeschnallt hat, das ist die Ordo EP7, die hat ein bisschen eine bessere Auflösung. Und mit der Kamera habe ich dann auch so Fahrvideos, so wie jetzt, wo ich dann dazu irgendwas sage. Und das sind dann die Auf-Achse-Videos. Die findet ihr in der Roadview 2 oder auch in der Trucking-Playlist. In der Trucking-Playlist, da findet ihr also Fahrten, wo ich entweder mit dem oder mit dem großen Truck unterwegs bin, wo ich halt also irgendwelche Sachen auszuliefern habe, wo ich halt irgendwas zu fahren habe. Und während in der Roadview-Video, das sind meistens, ja, auch nicht immer, wo ich privat fahre, aber ja, das sind meistens nur Fahrvideos, wo ich irgendeine Landschaft zeige. Und deshalb, auch wenn die Älteren schon, wenn euch YouTube mal eins der älteren Videos vorschlägt, dann braucht ihr nicht gleich wieder der Kanal zu deabonnieren, weil wenn die euch das, weil die alten Videos, die sind da qualitativ nicht so gut, wegen der Kameratechnik, die ich damals verwendet habe noch. Ich tue sie aber nicht raus, weil aus dem Fotoalbum tut mir ja die Bilder auch nicht raus, wenn sie mal ein bisschen im Laufe der Jahre vergilbt sind, na, weil das sind halt Erinnerungen, und das ist halt nun mal die Anfangszeit meinem Kanal so gewesen. Da war ich noch nicht so perfekt und die Kameratechnik auch nicht, und ich lasse die dann mal drin. Dann gibt es noch eine Playliste, die heißt Drive and Talk. Das sind dann so Videos, wo ich so wie jetzt fahre und zu irgendeinem Thema was sage, wie zum Beispiel Thema Fahrermangel im Transportgewerbe. Ne? Obwohl das Fahrermangel im Transportgewerbe, das gibt es auch in der Trucking-Playlist, das habe ich auch da mit rein. Aber Drive and Talk halt, ich fahre und gebe zu irgendeinem Thema
das gerade aktuell war, mein Kommentar ab. Und jetzt muss ich hier an der Bundesstraße warten. Hallo. Das ist hier die Bundesstraße. Rechts wird es nach Löbau gehen und links geht es nach Görlitz. Und hier steht ein Blitzer. Das ist da, wo hier die Kneipe, wegen der Kneipe oder dem Hotel, wegen dem wird hier immer geblitzt. Früher waren es manuelle, aber seit geraumer Zeit steht hier jetzt ein fest aufgebauter Blitzer. Das ist hier die BE6. Ab jetzt muss ich wieder Maut bezahlen. Die Nebenstrecke gerade eben, die war ja mautfrei. Ja, und wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ja, ich wollte also die Drive and Talk Liste, da gebe ich halt zu irgendwelchen Themen meine Meinung ab. Da habe ich aber auch nicht mehr allzu viel. Da waren zum Beispiel so Meinungsäußerungen dabei, wie damals mit der Gaspreise und die gestiegenen Spritpreise und so weiter. Ne? So, da haben wir jetzt also die Sachen mal. Dann gibt es natürlich Reisevideos, wie aus meinen Marokko-Reisen zum Beispiel. Da habe ich zwei, da habe ich einmal eine Marokko-Reise mit dem Flugzeug und einmal mit dem Roadtrip, wo ich mal mit dem Auto hingefahren bin. Und dann habe ich noch eine Playliste Sightseeing. Das sind dann also, wenn ich mal unterwegs fahre, aber wenn ich mit dem Truck unterwegs bin oder was. Und ich tue nicht einfach nur dahin fahren, mein Zeug abliefern und wieder heimfahren, sondern wenn ich da irgendwo bin, wo es was Interessantes zu sehen gibt, dann mache ich auch mal einen Sightseeing-Touristen. Wie voriges Jahr war ich mal in Bratislava unten und ich meine, da komme ich ja nicht allzu oft hin. Und da habe ich halt auch mal Stadtbesichtigungen in Bratislava gemacht, ne? Und so die Sachen gibt es dann in der Playlist Sightseeing und Museen und alte Burgruinen und so weiter und so fort. Und weil ich finde, man muss ein bisschen abwechseln. Und wenn die anderen, ich verfolge ja selbst ein paar Kanäle mit Fanlife, na, und die fahren ja auch nicht nur, die zeigen ja immer unterwegs, wo sie halt da gerade sind, irgendwelche Sachen. Und so mache ich das auch, weil ich fahre auch nicht nur, ich steige hin und wieder aus. Und ja, von der Arbeit selbst fühle mich nichts, weil ich da nicht weiß, ob das den Kunden recht ist, wenn ich da mit der Kamera rumlaufe. Also lasse ich das mal. Was es aber noch gibt, sind Einkaufsvideos. Die habe ich früher gemacht. Angefangen habe ich mit den Einkaufsvideos zur Corona-Zeit, weil da gab es in Deutschland das eine oder andere nicht zu kaufen. Dann habe ich, weil ich wohne hier im Dreiländereck, Deutschland, Polen, Tschechei, und da habe ich dann halt mal geguckt, wie ist es denn dort? Gibt's da Engpässe, Versorgung, dass es das eine oder andere nicht zu kaufen gibt? Oder wie sind die Preise dort und wie sind sie bei uns? Und da bin ich teilweise mit dem Block und Bleistift durch die Märkte gelaufen, habe mir die Preise notiert, habe dann zu Hause, was ich eingekauft habe, aufgebaut und mir das ein Preisvergleichsvideo gemacht. Und bei diesem Preisvergleichsvideo, da hatte ich natürlich auch eine Liste, damit ich immer die gleichen Produkte vergleiche, damit das ja auch eine Aussagekraft hat. Wenn ich jetzt im Lidl einkaufe oder im Kaufland oder wie auch immer die Geschäfte alle heißen, dass man da natürlich einen Vergleich hat, wo ist es denn billiger, macht natürlich nur einen Sinn, wenn man immer die gleichen Waren vergleicht. Ne? Ja, und in letzter Zeit hat das allerdings ein bisschen nachgelassen, weil Corona ist ja lang vorbei. Und da habe ich halt jetzt nicht mehr so viel Einkaufsvideos gemacht. Wenn man mal hier unterwegs irgendwo ist, wo es so ein Einkaufscenter gibt, wo man halt mal, na gut, da gehen wir jetzt mal rein, schauen wir uns da mal um, dann machen wir vielleicht auch mal ein Video davon. Aber die sind nicht mehr ganz so häufig wie früher. Ja, und natürlich die Tankpreise, also Tanken in Polen und so,
das war natürlich auch, ist da auch mit dabei in dieser Playliste, die heißt Shopping-Vlog, Einkaufen und Tanken. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr allzu viel. Also die meisten Videos, die ihr zu sehen bekommt, sind so wie hier. Ich fahre irgendwo hin und erzähle was dabei, zeige die Landschaft, zeige dann unterwegs irgendwelche Sehenswürdigkeiten, wo wir halt gerade sind. Ja, und so 2-3 Mal im Jahr gibt es auch eine Dashcam-Folge, weil wie ihr seht, ich habe da eine Dashcam und manchmal, manche Situationen sind halt dann, ja wisst ihr, ihr kennt das ja aus den anderen Dashcam-Kanälen, nur das Problem ist halt, ich brauche immer ewig, bis ich da eine Folge mit 8 Minuten zusammen habe, weil so die Dashcam-Clips, die sind ein paar Sekunden und bei mir passiert nicht so viel. Ich meine, ich bin zwar ständig draußen unterwegs, aber ich habe nur sehr wenige Videos, die ich dann mal speichern tue, wo ich sage, okay, das könnte man mal verwenden, weil die meisten Situationen, wenn ich selbst mal so einen Dashcam-Kanal mal so eine Folge schaue, ich nenne jetzt da keinen Namen, aber ihr wisst, ihr kennt die ja selbst wahrscheinlich, dann denke ich mir bei 90% aller Videos, ja, warum gehst du denn nicht vom Gas? Dann kommt der andere rein oder dann ist die Situation nicht so schlimm. Und da halten die drauf, fahren die absichtlich ohne zu bremsen drauf zu, nur um die Situation zu verschlimmern. Und das ist halt nicht mein Fahrstil. Und ich bin auch kein aggressiver Fahrer, weil hier vorne brummt der V8 so schön sonorig, gleichmäßig vor sich hin. Und das wirkt beruhigend auf mich und da bin ich halt nicht so hektischer Fahrer. Und außerdem darf ich mit dem Truck ohnehin nicht so schnell fahren. Wenn ich dann noch Ladung dabei habe, muss ich natürlich auch auf die Ladung achten, dass die nicht kaputt geht und beziehungsweise, dass ich nicht aus der Kurve fliege, weil ein Truck hat ja höhere Fliehkraft als eine Seifenkiste. Ne? Und deshalb habe ich nur sehr wenige Dashcam-Videos. Also wenn ihr jetzt nur wegen Dashcam-Videos bei mir seid, da muss ich euch leider enttäuschen, da gibt es nicht allzu viele. Hin und wieder, also so 2-3 im Jahr vielleicht. Mehr sammelt sich bei mir nicht an. Ja, und jetzt bin ich am Ende dieses Videos, weil mehr gibt es jetzt nicht zu sagen zu dem Kanal und guckt halt mal, stöbert da mal ein bisschen durch die verschiedenen Playlisten. Guckt euch auch mal die älteren Videos an, auch wenn sie qualitativ nicht so gut sind, aber es ist halt Teil der Entwicklung meines Kanals und ich musste ja auch selber lernen. Ganz am Anfang wusste ich auch noch nicht, wie man Videos zusammenschneidet oder wie man aus dem Video in der Zwischenzeit zwischendrin irgendwas rausnimmt. Ne? Mittlerweile kann ich das, mittlerweile habe ich da auch ein Bearbeitungsprogramm dazu. Und jetzt kommen wir nach Markersdorf rein. Da steht dann auch ein Blitzer, da stehen sogar 2 Blitzer hintereinander. Aber 2 Blitzer hintereinander, wenn man von der anderen Richtung kommt. Aber hier, ich zeige euch gleich noch, wo der ist. Und so lange bleibe ich jetzt noch dran, bis wir den Blitzer sehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Videos auch ein Like gibt, ne? Und vielleicht einen Kommentar dazu unterlasst. Und wenn ihr normalerweise nicht einen Kommentar schreiben wollt, dann macht zumindest ein Smiley oder irgendwas, weil das ist für der Algo gut, für der YouTube-Algo. Und seit neuestem habe ich auch Kanalmitgliedschaft. Die ist nicht ganz so teuer, da habe ich die billigste Variante genommen. Und jetzt hier, passt auf, hier kommt jetzt dieses Schild und da rechts steht der Blitzer, schön getarnt, weil wenn Sommer ist, da ist noch der Baum davor, der die Blätter trägt. Ne? Und das finde ich ja eine Abzocke, das erkannt man, da kann man richtig die Absicht dahinter erkennen, dass der Blitzer erstens mal in schwarz ist und zweitens mal hinter dem Schild und am Baum versteckt ist. Da gilt ja nicht der Verkehrssicherheit, wie immer behauptet wird, sondern rein der Abzocke.
Vor allem, weil er schon am Ende, aus der Sicht, wo wir fahren, ist er am Ende der Ortschaft. Ne? Und wer hier an der Stelle geblitzt wird, ist jetzt schon die ganze Ortschaft mit überhöhter Geschwindigkeit durchgefahren. Ne? Also wenn da keine Absicht dahinter steht, das kann mir niemand anders erzählen. Weil wenn man es der Verkehrssicherheit macht, dann macht man es so, wie ich es jetzt in Polen schon ein paar Mal gesehen habe und in der Slowakei. Da sind fest installierte Blitzer immer knallgelb angemalt und so aufgestellt, dass die jeder sehen kann. Und dann fahren alle genau die Geschwindigkeit, die erlaubt ist. Und dann sind natürlich die Einnahmen mit dem Blitzer nicht so hoch, aber alle halten sich an die Geschwindigkeit und das ist natürlich ein Sicherheitsgewinn. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich nur ein Kanal-Intro-Video machen. Ja? Aber so wie ihr jetzt meine Meinungsäußerung zu dem Dings gesehen habt, so in etwa läuft es auch bei die anderen Videos ab. Ich fahre und sage irgendwas dazu. Und jetzt fahre ich gerade Richtung Görlitz rein. Und jetzt habe ich irgendwie was im Hals. Jetzt beende ich das Video, weil ich muss jetzt dann gleich mal kräftig husten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst ein Like da und vielleicht werdet ihr auch Mitglied im Kanal, weil das Ganze bearbeiten und so. Ich mache das ja alles in meiner Freizeit. Ich bin ja kein Berufs-YouTuber. Ich habe ja meine normale Arbeit, wo ich immer mein Geld verdiene und mache das nur in meiner Freizeit. Und da würde ich mir ein bisschen über eine kleine Unterstützung auch freuen. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Video und tschüss.